In dieser Videoreihe zeige ich den Bau dieses Roboters und die Steuerung über ROS. Der Roboter lässt sich von einem Linux-PC über eine Wi-Fi-Verbindung mit dem Roboter steuern. Das Ganze habe ich von diesem GitHub-Repro von Robin Wolf, Hannes Bornemann und Matthias Fuhrer von der Hochschule Karlsruhe. Deren Repo baut auf dem sechsachsigen Roboter von Lobo CNC auf. Für diesen Roboter haben sie einen neuen Flansch, einen neuen Greifer, neue Leiterplatten und die ROS-Implementierung bereitgestellt. Auch die Dokumentation in dem Repro ist sehr gut und ausführlich. In diesem Teil zeige ich die Vorbereitung der 6-Stepper-Motoren. Von diesen kleinen Motoren werden 3 Stück benötigt. Als erstes müssen die Zahnräder entfernt werden, die auf die Achse aufgepresst sind. Ich habe das mit einem Dremel gemacht. Es gibt aber sicher auch andere, bessere Wege. Als nächstes müssen die Kabel verlängert werden. Ich habe mir dafür solche vorgefertigten Kabel für 3D-Drucker in 1,5 Meter Länge bestellt. Die nicht benötigten Stecker müssen abgeschnitten werden und dann die einzelnen Adern zusammengelötet werden. Vor dem Löten sollte man nicht vergessen, die Schrumpfschläuche darüber zu ziehen. Wie die Aderfarben zusammengehören, ist hier zu sehen. Das Ganze muss natürlich für alle 3 Motoren wiederholt werden. Während dem Zusammenbau sollte die Funktion der Stepper immer wieder überprüft werden. Auch dafür haben die in ihrem Repro Code und Schaltplan zur Verfügung gestellt. Von den NEMA 17 Stepper-Motoren werden auch 3 Stück benötigt. Die sind bei mir schon mit den richtigen Kabeln geliefert worden. Für den Greifer werden 2 SG90-Servos mit Continuous Drive benötigt. Dafür bereite ich ein Kabel mit Stecker vor, das durch den Roboter verlegt werden kann. Ich habe die gleichen 3D-Druckerkabel wie für die kleinen Stepper verwendet, würde aber ein geschirmtes Kabel empfehlen, da ich später Probleme mit Störungen auf der Leitung bekommen habe. Ich würde zum Beispiel ein altes USB-Kabel oder so empfehlen. Die Steckverbindung ist wichtig, damit der Greifer später ausgetauscht werden kann oder die Servos getauscht werden könnte. Masse und Versorgungsspannung müssen wie hier aufgesplittet werden. Die anderen beiden Adern sind die Signalleitungen. Im nächsten Video beginnen wir dann mit dem Aufbau des Roboters. Ein großes Dankeschön an meine Schwester für das Einsprechen des Textes.